Ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Wir sind jetzt alleine. Nein, nein, ich will nicht, Doch. Was soll das hier? Hau ab, das ist meine. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und was haben wir hier? Den Parkside Performance Akkuschrauber. Und zwar genau den schauen wir uns heute etwas genauer an. Das Video mache ich auch wirklich genau für diesen Akkuschrauber und weil ihr es so wolltet. Weil ihr habt gesagt, wie gut ist er denn? Wie schlägt er sich im Vergleich auch zu anderen Geräten? Und deswegen habe ich gesagt, okay, den gucken wir uns heute an. Nehmen natürlich den etwas älteren Parkside Grün, kein Wash und so weiter auch noch mit und schauen uns mal an, was schafft er denn? Deswegen werden wir heute Flachfräs bohren hier. Werden wir auch große Schrauben auch wieder mal versenken. Mal schauen, wie ist das denn im Verhältnis. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, welches Gerät würde gut dazu passen? Das sind diese beiden. Warum es genau diese beiden sind, die wir mal ins Verhältnis setzen zu denen, das erkläre ich dir gleich im Video. Wie immer ist es natürlich so, wir verlosen auch etwas, und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein von GoTools.de. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist einfach mal unten in die Kommentare zu schreiben, habt ihr den Parkside schon mal ausprobiert? Ja? Oder wie ist eure Meinung zu genau dieser Geräteklasse? Wir schauen uns heute also den Parkside Performance Akkuschrauber an mit 35 Newtonmeter. Und das Interessante ist Folgendes. Wir haben hier irgendwie sehr, sehr ähnliche Geräte. Denn, also rein von den Newtonmeter-Anzahl, weil man müsste ja eigentlich doch erwarten, wo 35 Newtonmeter drauf sind, sind auch 35 Newtonmeter drin. Das würde ja heißen, dass das Gerät hier mit 35 Newtonmeter genauso gut ist und genauso eine große Schraube zum Beispiel schafft oder einen großen Flachfräsbohrer schafft und so weiter, wie zum Beispiel der hier, der GSR 12V35, der auch 35 Newtonmeter ja hat. Und da fangen wir ja schon genau richtig an. Welche Geräte haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier von Bosch den GSR 12V35. Wir haben von Makita, muss ich ablesen, den DF333D. Wir haben von Parkside hier den PRSA 12E4. 12E4? Na, das ist mal ein Name, ja? Aber so heißt er halt. Okay. Und dann haben wir noch den Parkside Performance in Schwarz mit dem schönen Namen PBS PA12C3. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich erkläre euch erstmal, warum ich genau diese Geräte hier habe. Weil es geht ja um den, ja, 35 Newtonmeter, wunderbar. Hier auch 35 Newtonmeter, wunderbar. Und die beiden passen besser zueinander, als man sich das so denken würde. Da komme ich gleich, wenn ich das Gerät vorstelle, nochmal im Detail dazu. Dann haben wir aber hier den grünen vom Parkside. Der hat ja, sage und schreibe, 30 Newtonmeter. Ja, wird angegeben mit 28 Newtonmeter. Stimmt das denn? Moment, nur mal gucken. Was ist denn hier los? Ach ja. Das Problem an diesen Geräten ist, gerade an dem hier wird Newtonmeter fast gar nicht angezeigt. Deswegen muss ich echt noch mal gucken. Oder gar nicht angegeben. Er wird angegeben mit maximal 28. Jetzt kann man sagen, maximal oder harte Drehmomente. Wir sagen einfach mal, er hat 28 Newtonmeter. Und der Makita hier, der hat nämlich auch 30 Newtonmeter. Das heißt, die beiden müssen etwa gleich von der Leistung sein. Werden wir uns ja gleich auch anschauen, werden wir gleich testen. Und diese beiden müssten gleich von der Leistung sein. Super. Lass uns mal auf das Thema Preis schauen. Normalerweise sortiere ich die Geräte ja nach dem Preis und im Grunde ist das auch so, weil diese drei kosten eigentlich alle gleich viel. Wir haben hier bei Parkside einen Preis von so um die 40 €. Und für 40 € bekommst du Folgendes, du bekommst das Gerät ohne Akku in so einer Tasche. Ja, das bekommst du für die 40 €. Dann hast du hier den Parkside in grün, den einfacheren. Den bekommst du so im Bereich zwischen 30 und 40 €. Den gibt es auch teilweise ein bisschen günstiger, aber auch den bekommst du in so einem Koffer. Ja, hier ist schon einen, mach ganz bewusst, richtigen Koffer. Ich persönlich finde den Koffer nicht gut, weil er hier so ein Kunststoffscharnier hat, was früher oder später, wenn du es oft genug auf und zu machst oder es alt wird, irgendwann reißt das und dann hast du keinen Koffer mehr. Zu diesem Set gehörten übrigens auch noch ein paar Bits dazu, die wir hier haben. Ja, hier haben wir ein paar Kreuz- und Schlitzbits, hier hast du noch ein paar Bohrer, das war es auch. Wo ich sage, heutzutage ist Torx eigentlich aktuell, aber gut, ist höchstens mit dabei. Immer noch so zwischen 30 und 40. Bei Makita 35 €. Das ist also hier ein Makita-Gerät, Solo, für 35 €. Hier, das Ganze bekommst du so einen Pappkarton, kein Koffer dazu, aber trotzdem 35 €. Und hier beim GSR 12V35, das war ein Angriff.
Was ist hier los? Beim 12V35 ist es so, dass wir dieses Gerät im Bereich zwischen 100 und 105 Euro bekommen. Aber man muss sagen, das hier ist ganz bewusst der Preis mit allen Aufsätzen und da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber lass uns doch mal den Parkside Performance im Detail anschauen. Im Grunde gibt es hier gar nicht so viel zu sehen. Wir haben hier eine schöne Gummierung, können das ganz normal hier in die Hand nehmen, so wie jedes andere Gerät. Das ist ein bisschen, ich finde den Umfang hier unten ein bisschen groß. Ja, das kam, andere Geräte sind da ein bisschen griffiger. Ja, vor allem gerade auch hier der Makita, der ist deutlich griffiger. Das ist eine Kleinigkeit, die auffällt. Also der Griff ist etwas ein bisschen fleischig, würde ich sagen, oder relativ groß. Dann haben wir bei dem Gerät eine Besonderheit und zwar, wir haben hier ein Wechselbohrfutter. Das heißt, wir können hier das hier einfach abnehmen und haben hier nur noch die Antriebswelle und da drinnen eine Sechskantaufnahme. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel so ein Bit nehmen, den können wir, wir können so ein Bit nehmen, können ihn hier reintun und können dann damit direkt schrauben. Ja, das ist eine sehr coole Sache, wenn du wenig Platz hast. Du hast aber auch ein Problem, nämlich der Bit wird nicht festgehalten. Das ist ein bisschen magnetisch, aber das war es auch schon. Er wird nicht, wenn du in der Schraube ist verkantet, zack, ziehst du immer den Bit raus. Das ist ein bisschen so, naja. Hast hier dann eine Aufnahme, die sehr, sehr gut abzumachen geht. Ja? Ran, ab, überhaupt kein Problem. Und kannst dann hier Bohrer einspannen oder kannst natürlich hier ganz normal wie eine Bitaufnahme auch reintun. Ich muss sagen, das Bohrfutter ist hier Außenmetall, Innenmetall, alles aus Metall. Macht einen sehr wertigen Eindruck, da kann man überhaupt nichts sagen. Was mich ein bisschen irritiert an dem Gerät, achso, wenn man das jetzt mal so schaut, hier übrigens auf der anderen Seite, hier siehst du, hast du eine Batterieanzeige, wie voll ist der Akku gerade, das ganze Gerät ist brushless, also viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer erster Gang, zweiter Gang. Ja. Im zweiten Gang 1750 Umdrehungen, im ersten Gang, muss ich zum Glück nochmal nachgucken, was heißt zum Glück, muss ich leider nochmal nachgucken, haben wir 460 Umdrehungen, genauso viel wie beim Bosch. Und genau darüber müssen wir jetzt mal sprechen. Denn für mich persönlich ist der direkte Konkurrenz dieses Gerätes ja eigentlich eher der Bosch. Weil man macht ja nicht umsonst genau diese Funktion, dass man es abnehmen kann. Ja? Sondern du hast halt hier jetzt Folgendes. Du hast einen sehr kompakten Akkuschrauber. So. Beim Bosch ist es auch so, ich kann hier das Bohrfutter abnehmen, habt ihr ja gesehen. Aber wenn wir uns das hier mal angucken, sehen wir hier, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, deutlich länger, deutlich größer, sodass der Bosch deutlich kompakter ist. Das heißt also, in engen Bauräumen hat der Bosch hier einen riesengroßen Vorteil. Und ich möchte eine Sache ganz klar sagen. Dieses Video dient nicht als Parkside ist doof, Bosch ist viel besser. Nein, das ist nicht das Thema. Ich möchte einfach nur euch den Unterschied zeigen zwischen diesen beiden Geräten, beziehungsweise auch zu den anderen Geräten. Weil viele das gar nicht so sehen und sehen erstmal so, ja, da kann ich es abnehmen, ist recht kompakt, hier auch abnehmen, ist kompakt. Wir werden gleich sehen, wie er sich schlägt beim Schrauben. Da werden wir sehen, was von beiden, vielleicht ist er genauso gut oder vielleicht sogar besser. Aber wenn du sagst, ich möchte im kleinsten Bauraum arbeiten, um die Ecke arbeiten und so weiter, dann ist das hier dein Gerät. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Auch hier von der Höhe her sieht man das vielleicht ein bisschen, ist der Bosch ein kleines bisschen flacher, aber das ist minimal, ja. Da nimmt sich das Ganze nicht viel, nur eben hier von dem anderen. Und man muss aber eine Sache sagen, wir haben ja ein Gerät mit deutlich über 100 Euro, so 100, 105 Euro, was das Gerät hier solo kostet. Der hier um die 40 Euro. Aber hier beim Bosch bekommst du ja nicht nur diesen einen Aufsatz mit dazu. Und auch hier kannst du den Akku nur reinstecken und auch sofort wieder rausziehen. Ist klar. Aber du kannst zum Beispiel auch diesen Aufsatz nutzen, der auch ja mit zum Lieferumfang gehört. Und hier hast du die Funktion schon und kannst das einstecken. So, und dann wird er festgehalten. Ja, hier wird er in dem, Moment, einmal richtig machen, so, zack, so. Und hier wird er jetzt festgehalten. Das ist eine super Sache. Und jetzt ist es so, wenn du das jetzt mal nochmal siehst, Moment, ohne den Bit und so. Jetzt ist gleich hoch. Wahnsinn, oder? Das heißt also, von der Funktion her hast du hier mit dem Aufsatz eine noch bessere Funktion als hier bei dem Bosch. Weil wenn du das regelmäßig benutzt, bleibt andauernd der Bit hängen. Oh, das willst du nicht. Das ist richtig nervig, wenn du Serienschraubungen machst in einem engen Bereich, dann immer wieder machst du fertig, Bit rausfummeln, na, das ist blöd. So, andere Funktionen, die du bei Bosch ja auch noch hast, um den im Detail zu erklären, ich habe das schon 1000-mal gemacht, du hast ja auch noch hier die Möglichkeit, hier um die Ecke zu schrauben. Ja? Auch hier kannst du für einen engen Raum, kannst du hier ein Bit einsetzen, kannst das hier irgendwo hindrehen, kannst dann hier natürlich auch wieder den Aufsatz hier drauf tun, das geht auch, wunderbar, alles kein Problem. Moment,
Jetzt einmal ranfummeln, so, und hält und ist auch bombenfest, ja. Ist auch gar kein Problem. Einstellen, aber es fällt nicht ab. Außer ich mache ab. So, dasselbe kann ich auch noch machen hier mit um die Ecke schrauben, beziehungsweise mit dem Exzenter, nicht um die Ecke, sondern sehr nah an einem Boden, bei der Küche zum Beispiel, oder wenn du irgendwas ranschrauben möchtest an einem Stück Brett oder was auch immer, ja, wo du sehr eng unten an einem Stück Holz schrauben musst. Das hat man ja manchmal und da hilft das und deswegen muss man die 100 € zu 40 natürlich immer in die Relation setzen. So, und jetzt habe ich den Bosch eigentlich komplett erklärt, den brauche ich auch nicht nochmal erklären. Ihr seht hier, ist ein normales, solides Gerät, brushless, dieselbe Umdrehung wie bei Parkside, Rechts-Links-Lauf, an, aus. Ja, im Grunde wollen wir den Test sehen und deswegen gucken wir uns mal schnell die anderen beiden Geräte an. Hier beim Parkside in grün ist es so, dass wir ein bisschen weniger Kraft haben. 28 Newtonmeter im Maximum, ja, okay. Was ich interessant finde, ist, das Gerät sieht so ein bisschen oldschool aus, ja, wenn man das mit dem auch vergleicht. Ich weiß nicht, irgendwie sieht es nicht mehr so aus wie, also es ist kein modernes Gerät. Seht ihr auch an folgendem, wenn ich das hier mal so anmache. Ja, hier eine kleine Disco. Was man hierdurch vielleicht sehen kann, ist folgendes. Wir sehen hier die Blitze. Es ist nämlich kein brushless Motor. Wir haben hier einen ganz normal herkömmlichen Motor, deswegen auch ein bisschen weniger Kraft. Irgendwann müssten wir eigentlich die Bürsten ersetzen. Wir haben aber keine Möglichkeit, einfach so die Bürsten zu ersetzen. Das heißt, wir müssen hier wirklich das Ding aufschrauben. Und ob sich das bei 35 € wirklich lohnt, weiß ich nicht. Nachhaltigkeit, so eine Sache. Auf jeden Fall haben wir hier ein Gerät, ja, macht und tut. Ansonsten, rein vom in der Hand liegen, finde ich das auch gar nicht so schlecht. Also irgendwie fühlt sich das, na wobei, ja doch, fühlt sich okay an, das ist kein Problem. Ja, läuft und wird auch schrauben. Wie gut, werden wir gleich sehen. Übrigens alles keine Bohrschrauber. Ja, wir haben hier keine Bohrfunktion, wir haben hier keine Schlagfunktion, besser gesagt, wir haben hier keinen Schlag und so weiter. Alles bei allen Geräten bewusst nicht vorhanden. Hier bei Makita ist es ein Gerät, das passt ja eigentlich gar nicht dazu. Warum? Weil ich kann das hier nicht abnehmen. Das ist einfach dran. Aber ich wollte für euch mal ganz bewusst das günstigste Gerät von Makita mit hier im Test haben, wo wir sagen, okay, wir können das zwar nicht abnehmen, aber das brauche ich auch eigentlich nicht so häufig. Wenn du so einfach nur so arbeitest, ist das ja die Konfiguration, in der du arbeitest. Und na klar, jetzt machen wir auch mal den Test. Wie lang ist denn, wer ist denn länger? Ja. Und hier sehen wir Makita und Parkside gleich lang mit dem hier. Ja, also insofern ist es für mich ein Gerät und zu dem hier passt es sowieso, ja, das ist sogar noch ein bisschen kürzer. Und hier für mich ist das hier ein Gerät, was eben perfekt hier zu den anderen Geräten dazu passt von der Leistung. Was ich an dem hier übrigens richtig cool finde, für kleine Hände ist das ein mega Gerät. Du kannst es einfach nehmen in die Hand und perfekt zugreifen, weil du hast nicht diesen Griff, wo eben der Akku hier drin sein muss. Weil hier ist eigentlich nur ein Griff, ein paar Drähte und so weiter, weil der Akku eben hier unten drunter ist. Und wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir wollen ja eigentlich testen, wir wollen wissen, wie schlagen sie sich dann gegeneinander. Wir werden jetzt mal einen Flachfräsbohrer nehmen, also das hier. Übrigens erster Gang, ganz wichtig. Beim Flachfräsbohrer haben wir Folgendes. Wir haben hier eine selbstschneidende Zentrierspitze. Das heißt, sie reguliert selber den Anpressdruck. Ich drücke gar nicht, sondern alles, was ihr gleich seht, ist, das heißt, das Gerät nehme ich und es bohrt sich selbstständig mit einem gleichmäßigen Anpressdruck, eben durch diese Zentrierspitze, in das Holz rein. Wir werden mal gucken, wie die sich untereinander schlagen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nämlich, wir haben alle 4 Geräte genommen mit dem größten Flachfräsbohrer, den wir gerade da hatten. Das war ein 30 mm und alle haben es im ersten Gang ohne Probleme geschafft. Klar, jetzt könnte ich versuchen, das so ein bisschen auseinander zu differenzieren mit dem zweiten Gang. Aber selbst der stärkste, den wir hier haben, schafft dann auch nur sowas Kleines wie 10, 12, 13 mm. Und das finde ich irgendwie dann, irgendwo ist das dann auch wieder sinnlos. Deswegen machen wir jetzt Folgendes, wo es halt richtig auf Kraft ankommt, ist das Thema lange Schraube. Wir werden jetzt Folgendes machen. Oder warum ist es so interessant? Es ist ja so, dass je länger die Schraube im Holz ist, umso höher ist natürlich auch die Reibkraft wo das Holz an der Schraube reibt und immer mehr Kraft auch braucht von dem Gerät. Und wir schauen mal, welches Gerät schafft es wie weit in den Holzblock.
Mann, Mann, Mann. Also was wir da gerade gesehen haben, fand ich schon auch sehr, sehr interessant. Vor allem auch, wie die Unterschiede der Geräte waren. Leider, ich hätte gerne manchmal so dieses Gefühlsfernsehen, dass ihr wirklich fühlt, was ich fühle dort an der Stelle. Aber es geht halt nicht. Deswegen muss ich euch das mal so mitgeben. Also beim Flachfräsbohrer habe ich eigentlich keinen Unterschied gemerkt, außer, und ich glaube, muss ich extra nochmal nachgucken, ob ich da irgendwie ein komisches Gefühl hatte, außer Folgendes, und zwar, ja, bei dem Grünen ist es so, der hat im ersten Gang nur 250 Umdrehungen. Deswegen konnte der auch so gut mithalten, weil bei 250 Umdrehungen hast du natürlich viel mehr Kraft im ersten Gang, auch obwohl der Motor ein bisschen schwächer ist. Ja, die anderen drehten ja hier jeweils mit 450 bzw. 460 Umdrehungen. Im zweiten Gang sind wir hier nur bei 1300, was gegenüber 1750 schon eine ganz andere Hausnummer ist. Aber ihr habt gesehen, bei Flachfräsbohrern, das heißt auch bei Bohrern, ist es kein Problem. Und ich habe noch mal Folgendes ausprobiert. Ich habe zum Beispiel mal einen Forstnerbohrer genommen, wie den hier. Einen, in dem Fall war das ein, ich gucke noch mal. Jetzt steht sie gerade nicht drauf. Da steht es. Ein 50 mm Forstnerbohrer haben alle im ersten Gang ohne Probleme in weiches Holz versenkt bekommen. Insofern alles gut. Aber wir wollten das Ganze ja ein bisschen versuchen zu differenzieren beim Test. Jetzt haben wir hier unsere Schraube genommen, hatten eine 38 cm lange Schraube und haben mit der gebohrt bzw. reingeschraubt. Wir sehen erst einmal, wenn wir uns jetzt mal also die Hauptprotagonisten hier angucken, diese beiden. Beim Bosch war es so, er hat es bis kurz vor rein geschafft und dann hat er es mit einmal Nachsetzen geschafft, das ohne Probleme reinzumachen. Ich habe den Bosch leider vorher ein bisschen geärgert, nämlich ich habe 2, 3, 4 Tests vorgemacht und nur den hier vorher schon mal heiß geschraubt. Vielleicht hätte er es dann auch mit einmal Schrauben reinbekommen. Sei es drum. Was man aber gesehen hat, als er am Holz dran war, hat er die Schraube genommen und wollte sie quasi ins Holz reindrücken. Also mit Kopf und allem drum und dran richtig reindrücken. Danach haben wir den Parkside Performance genommen und mussten, glaube ich, 4, 5 Mal nachsetzen, bis er endlich die Schraube dran hatte. Also er hat deutlich weniger Kraft als der Bosch. Und auch als die Schraube anlag, dann ging es nicht tiefer rein. Also er hätte sie nicht weiter reindrücken können. Also hier ist es so, dass er definitiv weniger Kraft hatte. Also der hat definitiv weniger Kraft als der. Dann sind wir zu ihm hier gekommen, zu dem normalen, einfachen Parkside. Und was sollen wir sagen? Also kein Bosches, kein gar nichts. Durch seine langsame Übersetzung, durch die wenigen Umdrehungen ist er trotzdem genauso gut ins Material reingekommen. Ja, wir haben wirklich mit wenig Nachsetzen ohne Probleme den langsam auch die Schraube auch wirklich reinbekommen. Okay, jetzt muss man natürlich sagen, weniger Umdrehungen ist ein bisschen geschummelt, aber ist halt so. Er hat das soweit geschafft. Das heißt ja auch ein solider Schrauber im Vergleich zum Performance hat er sich wirklich auch gut geschlagen. Ja. Und dann haben wir unseren Makita. Der Makita hat, aufpassen, der bleibt immer nicht stehen, der Makita hat auch richtig abgeliefert. Der Makita hat ohne Probleme es beim ersten Mal reingeschafft, was ich jetzt von dem Bosch auch erwartet hätte, wenn er nicht heiß wäre, und das ohne Probleme reinbekommen. Und der war super souverän, super einfach und war auch super im Handling, hat es einfach geschafft. Ganz wichtig nochmal vom Testen her, wir haben alle Geräte mit dem stärksten verfügbaren Akku getestet, den wir eben da hatten. Das ist hier bei Makita, glaube ich, war es ein 4 Ampere-Stunden, bei Bosch 6 Ampere-Stunden und bei Parkside habe ich es hier mit dem 4er getestet und versehentlich hier mit dem 2er, aber ihr habt gesehen, er hat es trotzdem reinbekommen. Nur für diejenigen, die ja nochmal sagen, was ist denn jetzt mit dem Akku gewesen? Wenn ihr mich jetzt fragt, wie ist denn jetzt eigentlich das Fazit? Parkside, das ist alles doof, das taugt alles gar nichts. Nein, um Gottes Willen. Und ich habe gesagt, es geht nicht darum, dass ich dieses Gerät jetzt hier gut oder schlecht machen möchte, sondern wenn wir uns jetzt mal normale Schrauben angucken, wie das hier, 4,5x5er, ja, oder 3x30, 6x8er und so weiter, also 6x80, das kannst du ohne Probleme mit dem Schrauben. Das wird wunderbar funktionieren. Das heißt, von der Stärke her, auch im Serienschrauben wird das Gerät funktionieren. Was man noch mal testen könnte, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, ob der Akku irgendwann beim vielen Schrauben schneller heiß wird als der von Bosch. Das wäre für mich aber ein Nachtest, können wir gerne machen. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Fällt mir jetzt gerade so ein, das könnten wir noch mal machen. Aber es sind mir so viele Schrauben. Weiß nicht, vielleicht wollt ihr das ja gar nicht. So, das funktioniert. Mit dem hier kommt ihr auch zurecht. Aber ganz ehrlich, zu dem hier würde ich gar kein Fazit groß bringen, weil kauft eher den Performance. Für ein paar Euro mehr habt ihr ein Brushless-Gerät, also ein bürstenloses Gerät, höhere Effizienz, mehr Kraft und ihr braucht hier niemals Bürsten austauschen. Modernes Gerät, kauft bitte, wenn dann das Gerät. So, nehmen wir den mal aus dem Spiel.
Beim Bosch und beim Makita hat man gesehen, was professionelle Geräte so können. Ja, die haben relativ souverän das Ganze durchgebracht und man sieht hier aber auch einen riesen Unterschied bei den beiden. Aber sagen wir erstmal bei Makita, hier ist die Verarbeitung, Optik, Haptik, alles drum und dran auf einem nochmal anderen Niveau als hier bei Parkside. Dieser Knopf hier oben alleine, wenn ich den drücken will, das ist hier, ja, also um jetzt hier mal vom ersten, zweiten Gang zu kommen, das ist hier schon so ein Ding. Also man merkt, das ist ein Unterschied. Auch die kleinen, feinen Kanten sind hier viel besser ausgearbeitet. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt mal vom Preis reden, 35 zu 40 Euro, würde ich immer das Makita-Gerät nehmen. Wenn ihr schon im Parkside-Bereich drin seid und das hier schon habt, dann und sagt, ich möchte noch einen 12 Volt dazu kaufen, kauft ihr den Parkside. Mit dem wirst du eine Menge Freude haben. Bei dem Bosch ist es so, der kostet natürlich um einiges mehr, aber du bist ja einfach in einem anderen Universum. Es gibt ja auch einen GSR 12V35 ohne Flexi-Click, aber ich habe ganz bewusst gesagt, naja, wenn der hier sowas hat, dann nehmen wir den auch mit rein. Der normale ohne Flexi-Click hat ja natürlich genauso viel Kraft wie der hier. Der kostet noch ein bisschen weniger. Bei dem ist es so, dass ihr hier einfach dieses Universum noch dazu habt, ja? Der Aufsätze, dass ihr hier noch eine ganze Menge machen könnt und deswegen ist das hier eher etwas für denjenigen, der sagt, ich möchte so die Rundumlösung haben, um im Spezialbereich unterwegs zu sein. Das Fazit ist aber, wir könnten jetzt noch mal irgendwas nachmessen, machen und tun mit einem Drehmomentstand und so weiter, aber es ändert ja an der Tatsache nichts, dass alle normale Schrauben reinschrauben, alle auch sowas wie Flachfräsbohrer, Forstnerbohrer oder so weiter reinschrauben können. Ergo, ja, die Geräte rücken immer dichter beieinander und du musst für dich die Entscheidung treffen, was für dich das richtige Gerät ist. Wenn du übrigens noch mal alle Daten hierzu haben möchtest, ja, wie viel Umdrehungen und so weiter und so fort, ich blende jetzt mal ganz kurz hier noch mal ein. Und wenn du sie aber lang sehen möchtest, geh mal auf unsere Webseite. Hier oben findest du auch einen Link zum ehrlichen, nicht zum ehrlichen Preisvergleich, den findest du natürlich unten in der Videobeschreibung, sondern du findest hier oben, wie du es kennst, unseren großen Werkzeugvergleich, hast nochmal alle Geräte zusammen, kannst mal schauen, was ist dein Liebling, beziehungsweise für deinen Liebling abstimmen. Du schreibst mir gerne nochmal in die Kommentare, denk dran, das Gewinnspiel läuft vielleicht noch und schreibst mir, was ist dein Liebling? Ja? Und dann bleibt mir nur noch, vielleicht auch die Akkus nochmal zu testen. Ich weiß auch nicht. Für euch, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.